Oh, ich wollte doch kein Bias haben. Oh, so wild. Hallo zusammen, ich bin das wieder Eri und ich habe wieder ein neues K-Pop-Reaction-Video für euch. Und ich weiß auch, dass ich total lange nichts gepostet habe und das tut mir total leid. Ich habe wirklich viel zu tun gehabt. Ich muss auch gestehen, dass ich tatsächlich, ich glaube, 5 Videos noch aus dem letzten Jahr habe, die ich im Dezember gedreht habe und einfach nicht dazu gekommen bin zu posten. Und das werde ich hoffentlich bald nachholen. Aber heute ist ein ganz aktuelles Debüt und ich wusste natürlich schon länger, dass dieses Debüt bevorstehen wird und ich habe mir auch viele Gedanken darüber gemacht, ob ich das machen soll. Und heute Morgen habe ich auch noch auf Twitter gepostet, ob ich denn wirklich dazu ein Reaction-Video machen soll, weil ich mir einfach so unsicher bin. Und jetzt habe ich mich doch dazu entschlossen, das spontan zu machen und ich versuche es auch wirklich sehr kurzfristig hochzuladen, weil ich glaube, das ist eigentlich eins der Debüts dieses Jahres im K-Pop, das super, super heiß begehrt ist, wo alle darauf warten, wo alle auch super gespannt sind und aber auch sehr, sehr hohe Erwartungen an die Künstler gesetzt werden. Es geht um Tomorrow by Together. Tomorrow by Together gehören jetzt zum Label Big Hit Entertainment und wer sich mit K-Pop beschäftigt, der weiß, dass Big Hit Entertainment heutzutage natürlich auch zu den großen oder eigentlich das große Unternehmen geworden ist im K-Pop, wo keiner damit gerechnet hat. Und warum ist das so? Weil natürlich unter ihrem Label BTS, Bangtan, Sonyeondan debütiert sind, die eben unglaublich populär geworden sind und Tomorrow by Together sind jetzt eben die kleine Brudergruppe, die heute ganz aktuell eben am 4. März debütiert sind. Und die Erwartungen sind natürlich unfassbar groß. Und oh, es wird auch schon so gehypt, diese kleine Gruppe. Und ich weiß nicht, ob ich dem standhalten könnte. Also wirklich mein Respekt dafür. Ich muss aber vorab sagen, ich gehöre zu den ARMYs, also zu den Fans von BTS, die nicht per se einfach eine neue Gruppe, nur weil sie unter einem bestimmten Label oder mit einer bestimmten Band assoziiert werden, automatisch stand oder hyped. Der Grund, warum ich BTS mag, ist auch ihre Geschichte, wie sie sich alles erarbeitet haben. Und ich finde, jeder Künstler, egal zu welchem Unternehmen auch er gehört, muss sich das irgendwie auch erarbeiten. Seinen Namen, seinen Ruf. Und muss sich aber auch selber entwickeln und entfalten können. Tomorrow by Together haben schon eine riesige Fangemeinde, weil einfach alle ARMYs rübergegangen sind zu Tomorrow by Together. Und das wird auch sehr interessant zu beobachten. Aber ich gehöre nicht dazu. Ich möchte mir versuchen, möglichst ein eigenes Bild von dieser Band zu machen, ihnen eine Chance zu geben. Und deswegen gucke ich mir heute ihr Debütlied an. Ihr Debütlied heißt Crown und das Debüt von Tomorrow by Together ist jetzt schon über mehrere Wochen hinweg gewesen, dass die einzelnen Members vorgestellt wurden. Es sind insgesamt 5 und sie sind sehr, sehr jung. Das ist etwas, wo ich persönlich einfach noch ein bisschen Schwierigkeiten habe und deswegen habe ich so lange auch überlegt, ob ich denn dazu überhaupt ein Reaction-Video machen will oder soll, weil ich wirklich langsam nicht mehr dieser Zielgruppe angehöre. Aber es geht ja nicht darum, bei K-Pop-Reaction-Videos nur das zu filmen, was einem gefällt oder wo man auf jeden Fall sicher ist, dass man es mag. Und deswegen werde ich mich jetzt einfach mal zu Tomorrow by Together hinbegeben und mal gucken, was sie machen. Wenigstens das Big Hit Intro gibt mir so ein bisschen Sicherheit. Okay, es ist schon ein bisschen niedlich. Das ist, glaube ich, Yeonjun, der Rapper. Oh Gott, ich habe mich nicht wirklich gut mit dem beschäftigt. Ich fällt mir gerade so auf. Oh Mann. Ob ich die alle wieder kenne? Ja, es ist auf jeden Fall etwas niedlicher, natürlich mehr jugendlicher. Ach, das war der Taehyung gerade. Nein, das nicht. Das ist auch scheiße. Okay, ich versuch's nicht mit den Namen, das mache ich nachher.
Der Rapper ist der einzige, den ich wieder kenne. Yeonjun. Oh, kleiner Teufel. Und das ist der gewesen, der irgendwo deutsche Vorfahren auch drin hat. Eine Katze, eine neuschwätzige Katze. Oh ja, das ist schon so niedlich. Oh nein. Oh, da sind so viele Lichter drin. Oh nein, er wird zerquetscht. Was schießen sie da ab? Okay, der Fuchs und die Katze, das war jetzt schon mal da. Und Wings? Ich wollte mich gerade beschweren, dass es so gelb ist, sondern dass wir aufgefallen, ich bin heute auch gelb angezogen. Ich darf gar nichts sagen. Ein Hase. Warum ist da ein Hase? Die Farben sind natürlich schön abgestimmt von diesen Pullis. Okay, es ist sehr poplastig. Und es ist wirklich sehr gute Laune. Diesem Teufel! Tschüss, Jungs! Oh, noch nicht vorbei. Oh. Dieses Piepsen, das war auch schon in den ganzen Teasern drin. Was hat das jetzt zu bedeuten? Diesen Dance Move habe ich aber auch schon mal bei Big Hit gesehen, wenn ich das mal so sagen darf. Oh, das ist ganz... Was ist denn das mit diesen Tieren? Oh. Ich glaube, das eine ist der Lieder. Der Subin, der erinnert mich total an Minhyuk. Oh ja. Erinnert mich an Minhyuk von B2B, der jetzt im Militär ist. Was hat denn der eigentlich für einen süßen Pulli an? Wie Big Hit, da kommt danach nicht nochmal etwas, was mich verwirren soll? Habe ich gerade ein ganz normales Musikvideo von Big Hit angeguckt? Wo kein Konzept oder doppelter, fünffacher, zehnfacher Boden drin ist? Wo ich nicht zwischen den Zeilen lesen muss? What? Okay, was mich jetzt natürlich als allererstes interessiert, weil Big Hit hat jetzt natürlich durch seine Band BTS den Ruf, dass ihre Künstler sehr viel selber mitarbeiten dürfen. Deswegen würde ich jetzt mal ganz kurz bei den Credits reingucken. Also erstmal, was mir auffällt, ist, der Executive Producer ist Lumpens. Das ist das Unternehmen, oder der Art Director auch, der eigentlich bei Big Hit bisher alle Musikvideos von BTS gemacht hat. Also hier auch weiterhin. Das spricht eben für die gute Qualität. Übrigens, ich finde das immer noch lustig, dass eigentlich keiner wirklich weiß, wie man diese Band ausspricht, vor allem das Kürzel nicht. Also man kürzt es ja Tomorrow by Together ab TXT und ich glaube, niemand wusste, wie man das ausspricht. Und ich nenne sie eigentlich auch immer Text, aber ich weiß, dass sie ja Tomorrow by Together heißen. Also ich konnte jetzt auf den ersten Blick nicht finden, ob die Jungs an den Lyrics oder irgendwie an der Produktion beteiligt waren. Was mich jetzt auch nicht wundert, weil ich glaube schon, dass BTS immer noch so ein Sonderfall sind, egal wie Big Hit so drauf ist. Auf der einen Seite finde ich es schade, weil es ist halt irgendwie bisher, ich meine, wir haben jetzt nur ein Musikvideo, so klassisches K-Pop, das, was Big Hit eben eigentlich nicht mehr gemacht hat oder nicht gemacht hat mit BTS. Andererseits finde ich es auch ganz gut, weil das heißt, man kann sie einfach nicht vergleichen. Von dem her finde ich das gar nicht so schlecht, dass es eine neue Stilrichtung ist, dass man wirklich diesen Druck von den Jungs nimmt und einfach sagt, hey, versucht einfach euer eigenes Ding, macht das so, wie ihr wollt. Ich kann jetzt aber überhaupt nichts zu der Tiefgründigkeit sagen, weil ich mir den Text noch gar nicht angeschaut habe und deswegen gucke ich jetzt nochmal rein. Und ich versuche auch, die Bandmembers ein bisschen besser auseinanderzuhalten. Es sind nur 5, das ist nicht viel. Trotzdem, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, ist es halt schwer, alle wiederzukennen. Aber den Rapper, hat der überhaupt gerappt? Ich finde aber eigentlich tatsächlich diesen Electric Energy Strom-Ding eigentlich ganz lustig. Ich glaube, das ist Bonkyo. Ich finde auch bisher jetzt zum Beispiel nicht, dass die Vocals sehr herausgeragt sind, dass es mir im Gedächtnis geblieben ist. Aber sie sind halt noch jung. Da dauert das auch alles noch eine Weile. Okay, der mit den neuen Katzenschwänzen ist auf jeden Fall
Hyunenkai. Was ist das da? Oh, die sind so niedlich. Ich krieg die Krise. Okay, ich glaube, ich mag den Lieder tatsächlich ein bisschen. Ja, ich glaube, so wird finde ich ein bisschen süß. Ja, ich glaube, den finde ich sehr süß. Und das ist Bombkyu, den ich eigentlich am Anfang dachte, dass ich den vielleicht mögen könnte irgendwann. Der jetzt noch nicht so einen Eindruck hinterlassen hat. Aha. Da war der Rap von Yeonjun, den ich auch ganz sympathisch finde. Also ich finde eigentlich auch der Tanz ist ganz entspannt und es ist ein schönes so Frühlings-Sommerlied eigentlich. Oh, es ist so niedlich an manchen Stellen. Das geht mir schon auf den Keks, ey. Da, ich hasse das, wenn ich niedlich toll finde. Ich hasse das, wenn ich gute Laune bei dem Lied kriege. Mann! Was sollen denn diese Drudenfüße da? Oh, ja, ich glaube, ich habe so ein Ding für den Lieder. Das ist hoffentlich auch der älteste. Was glitzert denn da? Also, das ist diese Deer. Also, sie haben alle. Okay, dieses Reh. So, warte mal. Und das letzte. Ich glaube, du bist Bombkyu. Laut Ausschlussverfahren. Weil ich glaube, du hier bist Subin. Subin. Bombkyu. Hyunenkai. Yeonjun und Taehyun. Ich hoffe, ich habe schnell gelernt. Oh Mann, ob ich da jetzt was falsch gemacht habe. Ich frage mich gerade, warum eigentlich das Lied auf Englisch Crown übersetzt heißt, weil also hier steht auf Koreanisch Uninal Morieso Puri Charata. Und das singen sie, glaube ich, auch mittendrin. Morie Puri Issoso. Und dann machen sie diese Hörnchen. Also es ist wirklich so und deswegen würde auch diese ganzen Zeichen mit den kleinen Teufelshörnern und so weiter Sinn ergeben, weil es irgendwie darum geht, dass sie eben so bestimmte Gefühle haben, Liebesgefühle, und sie sich deswegen halt seltsam vorkommen, wie halt ja ein Tier oder Monster, und deswegen singen sie eben davon, dass ihnen diese Hörnchen wachsen, weil sie ja dann zum Tier werden und damit nicht so ganz umgehen können. Was irgendwie so auf ein bisschen süße Art und Weise so zeigt, ja, wie man mit Pubertät halt vielleicht umgeht bzw. empfindet. Was ist jetzt meine Schlussfolgerung? Ich weiß es nicht. Ich bin so unentschlossen. Also, es ist nicht so schlimm, wie ich es mir gedacht habe. Ich habe es wirklich, glaube ich, noch krasser eingeschätzt und ich dachte auch, dass ich wirklich da sitze und denke mir so, boah Gott, nein. Das ist nicht der Fall. Ich denke mir halt so, ach komm, ist das ganz niedlich, es ist schön. Ich glaube, ich habe meine Bias schon gefunden oder meinen Bias. Bin mir nicht sicher, aber ich finde der Lieder Subin, ich glaube, das ist schon mein Bias. Auch mein Bias-Tracker könnte Yeonjun sein, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich werde sie nicht stan. Sie werden für mich auch erstmal so mit diesem Konzept nichts ersetzen, was ich vielleicht bisher schon habe. Und deswegen werde ich sie einfach beobachten und gucken, was für Musik dabei rauskommt. Wie gesagt, das hier ist ganz nice. Es ist auf jeden Fall etwas fröhlicher, das mag ich ja auch, aber es ist mir doch etwas sehr verspielt und kindlich. Mich würde jetzt natürlich interessieren, wie hat euch das gefallen? Erstens, als Armies, seid ihr eher so wie ich oder seid ihr auf jeden Fall schon Tomorrow by Together Stans geworden? Und natürlich auch all diejenigen, die sich nicht mit einer anderen Band bisher beschäftigt haben, vom Big Hit Entertainment. Wie findet ihr es? Wie steht ihr dazu? Ihr könnt mir das gerne einfach als Kommentar hinterlassen. Ich würde mich darüber sehr freuen. Und wenn euch dieses K-Pop Reaction Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und wenn ihr ein Gefällt mir hinterlassen würdet. Und ich hoffe, ich sehe euch dann bald wieder. Und ja, ich verspreche euch, ich werde die anderen Videos, die ich habe, bald schneiden und dann kommt auch wieder mehr Content. Ich gebe mir Mühe. Bis dahin verabschiede ich mich von euch. Ich sage bis bald. Macht's gut. Tschüss.